Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um das Double Spend Problem. Und das ist sozusagen wirklich der Grund, warum man überhaupt angefangen hat, Miner zu brauchen, warum man überhaupt solche Sachen wie Proof of Work oder Proof of Stake, das muss euch noch nichts sagen, werden wir noch alles uns genauer angucken, aber warum es überhaupt solche Dinge gibt. Und ja, das ist ein sehr enormes Problem, werden wir uns auch gleich noch angucken, warum. Gut, fangen wir also an. Alice möchte bei Bob ein Mikroskop kaufen. Warum eigentlich auch nicht? Sie möchte also ein neues Mikroskop haben und dazu muss sie ihm natürlich ein paar Bitcoin überweisen. Denn ja, das hier ist jetzt eine Bitcoin-Zahlung einfach nur so angegeben als eben dieser Geldschein. Gut, was jetzt also hier passiert ist, es gibt zum Beispiel schon einen Block 1337 und im Block 1338 wird jetzt die Transaktion drin sein, die für Bob gültig ist. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Transaktion, das ist die Transaktion 1TX1, Transaktion 1 und diese Transaktion bedeutet, Alice überweist Bob 100 Euro oder von mir aus auch 100 Bitcoin. Ist ein bisschen viel für ein Mikroskop, aber hey, lassen wir mal so dastehen. Okay, so, diese Transaktion 1 ist jetzt in Block 1338 oder 1338 festgehalten. Das heißt, Bob ist der Meinung, okay, das Geld gehört jetzt ihm und er sieht es ja auf der Blockchain, das ist also einfach so da. Okay, das heißt, er schickt dieses wundervolle Mikroskop rüber zu Alice und es gehört nun Alice. Das Mikroskop lässt sich jetzt also definitiv nicht mehr einfach so zurückholen und es ist alles fest. Was Alice jetzt macht, ist ein bisschen dreist. Und zwar geht sie jetzt her und möchte einen Segway kaufen. Und dieser Segway kostet genau gleich viel, einfach mal so, weil ich es kann. Und ja, dazu nimmt sie einfach, und ja, sie hat einfach $100. Und zwar zum Zeitpunkt, als die Blockchain bei Block 1337 war, hatte sie ja $100. Oder 100 Bitcoin, mir egal. Das bedeutet, erst hier bei Block 1338 verliert sie dieses Geld. Das heißt, es ist quasi zeitlich abhängig, ob ich Geld besitze oder nicht. Und wenn ich jetzt die Blockchain zu einem früheren Zeitpunkt zurück betrachte oder zurücksetzen kann, dann ist das natürlich wieder mein Geld, obwohl ich das Mikroskop schon besitze. Und was Alice jetzt macht, ist folgendes. Sie überweist einfach das Geld, dasselbe Geld, also genau derselbe Unspent Output, haben wir uns letztes Mal angeguckt, das überweist sie einfach jetzt an ihre Freundin, bei der sie eben einen Segway kaufen möchte oder an den Händler, bei dem sie einen Segway kaufen möchte. So, das heißt, die Transaktion 2 ist genau dasselbe Geld, das rüberwandert, allerdings ist das Geld jetzt eigentlich schon Bobs Geld. Aber erst im Block 1338. Was Alice jetzt machen muss, damit dieses Geld auch wirklich wieder als ihr Geld angesehen wird, muss natürlich zum Zeitpunkt 1337 sein. Das bedeutet, Alice muss einen Block zurückgehen. Und was sie macht, ist, sie veröffentlicht einfach einen neuen Block 1338, denn es kann ja jetzt irgendwie jeder Blöcke veröffentlichen, das merkt ja keiner. Es gibt ja jeder einfach diese Blöcke bekannt im Netzwerk. Und ja, Alice geht jetzt einfach her und sagt, hey, Block 1338 enthält diese Transaktion und der Block hier ist komplett ungültig. Warum kann sie das machen? Naja, der Hashwert von Block 1338 ist ja unveränderlich, das ist ganz klar, aber es ist einfach ein neuer Block 1338. Und wenn sie das fast zeitgleich macht, dann kann auch einfach nur aufgrund von Latenzen, das heißt einfach, das Netzwerk war nicht schnell genug, um diese Zahlung anzunehmen. Das heißt, es gibt einfach zwei Transaktionen, die beides mal Alices Geld ausgeben. Und das kann natürlich tatsächlich einfach mal so vorkommen, denn das Netz ist halt einfach über die ganze Welt gespannt. Das heißt, wenn ich Daten von hier nach, keine Ahnung, Australien schicken möchte, dann dauert das eine gewisse Zeit. Und ja, genauso ist es eben bei diesem Netz auch. Das heißt, Alice hat jetzt hier einfach künstlich einen neuen Block erschaffen und hat einfach ihr Geld sozusagen zweimal ausgegeben, deswegen auch das Double Spend Problem. Und ja, was jetzt hier passiert ist, sobald eben hier zum Beispiel der neue Block geschaffen wird, nimmt die hier an, dass auch wirklich dieses Geld jetzt bei ihr ist und schickt diesen Segway einfach mal rüber. Das heißt, sie hat quasi gratis dieses Mikroskop bekommen und das ist natürlich für Bob nicht so toll und für Alice natürlich umso toller. Deswegen brauchen wir sozusagen eine Strategie, wie wir verhindern können, dass einfach jeder so ohne Probleme einen neuen Block rausgeben kann.
Blöcke sind, je weiter unten sie liegen sozusagen auf der Blockchain, das heißt, je älter sie sind, desto unveränderlicher sind sie. Aber der neueste Block, der kann durchaus nochmal verschwinden. Und das weiß eigentlich kaum jemand, oder ein paar Leute wissen es auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Block 1337 neu machen würde, würde ich einfach selber einen Block 1337 erschaffen und dann sozusagen einfach direkt hinten dran nochmal Block 1338 erschaffen, Block 1339 und dann würde man denken, okay, jetzt sind die beiden Ketten sozusagen gleichwertig. Diese Dinger hier nennt man übrigens Soft Forks und die kommen auch häufiger mal vor. Allerdings sind die dann nicht beabsichtigt, sondern sind eigentlich eher unabsichtigt. Da finden dann zwei Leute einfach gleichzeitig einen neuen Block. Das kann zufällig mal vorkommen. Und ja, dann gibt es eben zwei Blöcke, die einfach beide gültig sind erstmal. Und manche meinen halt auf dem neuen Block, auf dem einen Block weiter und andere meinen auf dem anderen Block weiter. Kann passieren, ist allerdings nicht tragisch. Allerdings wird es tragisch, wenn jetzt Alice hier plötzlich zwei Sachen für ein und dasselbe Geld bekommt, denn Bob ist jetzt hier gerade leer ausgegangen. Okay, soviel zum Double Spend Problem. Das heißt, wir müssen irgendwie Alice davon abhalten, dass sie einfach so neue Blöcke erstellen kann, zumindest ohne weiteren Aufwand. Denn wie gesagt, man könnte jetzt hier auch hergehen und einfach Block 1337 ersetzen und dann könnte man hier beide Blöcke 1338 ersetzen. Das heißt, wenn jeder hier einfach neue Blöcke veröffentlichen kann und das alles als gültig angesehen wird, dann könnte einfach jeder auch seine eigene Blockchain schreiben und plötzlich sind alle Transaktionen nicht mehr gültig. Und das heißt, wir brauchen irgendeinen Mechanismus, der es schwierig macht, Blöcke zu generieren oder der es zumindest nicht einfach macht, neue Blöcke zu generieren. Und solche Softforks sind übrigens der Grund, warum man, wenn man auf eine Zahlung wartet, auf mehrere Bestätigungen warten sollte. Ihr erinnert euch hoffentlich an folgendes Szenario. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Hier eine Transaktion wieder mal auf blockchain.info und ja, die haben wir uns letztes Mal schon angeguckt. Allerdings haben wir jetzt hier Bestätigungen. Wir haben jetzt hier 8 Bestätigungen. Das bedeutet so viel wie 8 Leute in diesem Netzwerk hier haben gesagt, okay, das ist eine gültige Zahlung und ja, sie liegt allerdings trotzdem noch relativ weit oben. Das heißt, wenn jetzt hier ein Softfork auftritt oder aufgetreten ist und mehrere Leute meinen gleichzeitig auf 2 Ketten, dann kann es immer noch passieren, dass diese komplette Transaktion hier einfach nicht gültig ist und irgendwann wieder verworfen wird. Aber bei 8 Bestätigungen denkt man sich schon, okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Man sollte allerdings trotzdem 6 Blöcke lang warten, also im Durchschnitt. Das heißt, man sollte 1 Stunde warten und nach einer Stunde, wenn die Transaktion da immer noch auf der Blockchain drauf ist, auf der Hauptblockchain, deswegen ist ganz wichtig, dass bei den Blöcken immer dran steht, Sekunde, zeige ich euch sofort, dass bei den Blöcken hier folgendes steht, Hauptchain. Und wenn man auf diese Blöcke dann wartet sozusagen oder 1 Stunde lang wartet und es ist immer noch die Hauptchain, dann gilt ein Block eigentlich als unveränderbar. Denn der Aufwand, den man da reinstecken müsste, um 6 Blöcke neu zu finden, der ist so gewaltig, also vor allem bei Bitcoin mittlerweile, so unglaublich riesig, dass man es eigentlich als normaler Mensch nicht mehr schafft. Also generell selbst als Rechenzentrum schafft man es nicht. Und ja, das ist sozusagen der Trick dahinter. Das heißt, wartet am besten, wenn ihr auf eine Zahlung wartet, 1 Stunde, dann ist das Geld auch wirklich bei euch. Und wir werden uns angucken, warum das so unglaublich aufwendig ist, eben 6 Blöcke neu zu generieren. In unserem aktuellen Szenario, das heißt in dem Szenario, das wir jetzt gerade hier uns angeguckt haben, ist einfach Blockgenerierung viel zu einfach. Das heißt, ich könnte jetzt einfach hergehen und ab Block 1 alles neu definieren, einfach eine komplett neue Chain definieren. Und ja, deswegen brauche ich, wie gesagt, sowas wie Proof of Work oder Proof of Stake oder Proof of Authority. Genau. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was passiert. Ansonsten, falls nicht, dann schaut euch die anderen Videos an und schaut euch vor allem noch die zukünftigen Videos an. Es wird, glaube ich, immer klarer werden. Okay, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.